Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Natürlich ausgerechnet an dem Tag, an dem ich kein Video machen möchte, bricht auf einmal die spanische und deutsche Medienwelt zusammen und alle reden darüber, dass es jetzt doch eine Chance geben könnte für Michael Olise bei Real Madrid. Was da der letzte Stand ist, darüber möchte ich schnell mit euch reden und anscheinend bietet Real Madrid Eduardo Camavinga aktiv an Manchester City. Also, ein ganz kurzes, schnelles Video. Was da los ist, erfahrt ihr. Also, viel Spaß dabei. Ja, da das hier wirklich nur ein sehr kurzes Video sein soll, ganz schnell in Marios WM-Ecke. Diese WM ist absolut verrückt. England gestern gegen Kongo mit einer Remontada, mit einem Harry Kane, der überragend ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn England aus irgendeinem Grund diese WM gewinnt, muss Harry Kane den Ballon d'Or gewinnen. Und trotzdem war ein Jude Bellingham gestern fast genauso gut. Der Torwart von Kongo hat gegen Bellingham 3 Monsterparaden gemacht. Sonst wäre Bellingham wieder der Spieler des Spiels. Aber Harry Kane mit 2 späten Toren, wieder ein Tor in der 86. Minute, qualifiziert die Engländer ins Achtelfinale. Das andere Spiel, ja, das war wahrscheinlich das verrückteste Spiel in diesem Turnier. Belgien gegen Senegal. Thibaut Courtois war raus. Belgien war komplett unterlegen, war 2-0 hinten. Es war die 80. Minute. De Bruyne wurde ausgewechselt, Doku wurde ausgewechselt. Es sah aus, als wenn Belgien nur nicht noch höher verlieren will. Dann machen die in 3 Minuten das 2-1 und das 2-2. Ja, und dann, wie es kommen musste, in der 120. Minute, der letzte Minute der Verlängerung, entscheidet der Schiedsrichter, dass er keine 10 Elfmeter sehen will, sondern nur einen. Tielemans schießt den Elfmeter seines Lebens in den Winkel. Ich weiß nicht, was da los war. Was ist das für ein Fußballer? Also in den Winkel, nachdem der vorher schon das 2-2 macht. Was für ein Baller. Naja, auf jeden Fall, Thibaut Courtois bleibt in den USA und spielt das Achtelfinale der WM. Die USA ist der 3. Gastgeber, der sich für das Achtelfinale qualifiziert. Nach Mexiko und Kanada schaffen es auch die Amerikaner ins Achtelfinale des Turniers. Heute dann für mich das wichtigste Spiel überhaupt. Ich bin so nervös. Spanien gegen Österreich um 21 Uhr. Danach um 1 Uhr morgens Portugal gegen Kroatien. Ich gehe also erst um 3 ins Bett. Herzlichen Glückwunsch. Und dann auch die Schweiz gegen Algerien um 5 Uhr morgens. So, das war's mit Marios WM-Ecke. Schnell zu Real Madrid. Ja, und fangen wir da mit einem auch sehr interessanten Thema an, nämlich Eduardo Camavinga. Laut Informationen vom Marca wird er aktiv Manchester City angeboten und die Engländer würden darüber nachdenken. Lesen wir uns das mal ganz schnell durch. Real Madrid bietet Camavinga Manchester City an. Mourinho würde einen Wechsel des Franzosen zum englischen Club begrüßen, der das Angebot von Real Madrid prüft. Eduardo Camavinga könnte Real Madrid in diesem Transferfenster verlassen. In den letzten Stunden gab es direkten Kontakt zwischen Real Madrid und Manchester City bezüglich des französischen Mittelfeldspielers. José Mourinho, der von Camavingas Leistungen in den letzten Saisons bei Real Madrid nicht vollends überzeugt war, befürwortet diesen Schritt. Der englische Club hat ein Angebot von Real Madrid erhalten und erwägt die Verpflichtung von Camavinga, einem Spieler, der in der Premier League für seine Ausdauer und körperliche Stärke hoch angesehen ist. City hat sich in diesem Transferfenster bereits die Dienste des englischen Nationalspielers Elliot Anderson gesichert und dafür die stolze Summe von 135 Millionen Euro für den Spielmacher bezahlt. Darüber hinaus zeigte der Verein aus dem Etihad Stadium Interesse an dem italienischen Mittelfeldspieler Sandro Tonali. Doch Tottenham Hotspurs wird sich letztendlich die Dienste eines Spielers sichern, der Newcastle United über 100 Millionen Euro einbringen wird. Ja, kommen wir zunächst einmal zur Verrücktheit der Premier League. Elliot Anderson, ich kannte den gar nicht. 135 Millionen, einer der teuersten Fußballer aller Zeiten. Also wenn in England ein Engländer zwischen 2 Premier League Mannschaften hin und her wechselt, das ist nicht mehr normal, was da für Gelder fließen. Ja, und auch ein Tonali 100 Millionen. Ja, logisch, Real Madrid hat diese Summen gesehen und hat gesagt, oh, den Tonali kriegen sie nicht für 100 Millionen. Mal schauen, was sie für einen Camavinga anbieten. Doch eine Sache ist auch klar. Real Madrid bietet ihn aktiv anscheinend an Manchester City an. Aber, was ich als Madrid-Fan so noch nie erlebt habe, im Gegensatz zu einem anderen größeren Verein in Spanien,
Real Madrid hat noch nie einen Spieler gezwungen, den Verein zu verlassen. Real Madrid respektiert immer die Verträge der Spieler. Und die Information, die ein Fabrizio Romano auch gestern Nacht noch hatte, war, ein Eduardo Camavinga und seine Entourage denken noch nicht mal über einen Transfer nach. Er denkt, er hatte nicht die beste Saison, er hatte sehr viel Pech, Verletzungspech, die rote Karte in Bayern etc. Aber er weiß, er ist ein wesentlich besserer Fußballer als das, was er in den letzten Saisons bei Real Madrid gezeigt hat. Und ein Eduardo Camavinga möchte gar nicht über den Transfer nachdenken. Ich weiß auch, dass sein Bruder unter anderem einen Friseursalon in Madrid hat, aber ich weiß nicht, ob das damit was zu tun hat. Aber die Familie Camavinga ist in Madrid, fühlt sich wohl und er möchte sich bei Real Madrid durchsetzen. Ja, und da ist jetzt die Frage: Ändert sich jetzt der Ton bei Real Madrid seit der Ankunft von dem José Mourinho? Wir wissen, er greift eher durch als andere Trainer. Geht er aktiv zu Camavinga und sagt, hör mal, wir wollen dich hier nicht. Guck, dass du wegkommst. Dann könnte ich mir vorstellen, dass ein Camavinga sagt, ja okay, wenn das so ist, dann gehe ich nach Manchester City. Auch eine Weltklasse-Mannschaft, logischerweise Premier League, die schönste Liga der Welt. Aber ich kann es mir bei Real Madrid ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass wir einen Spieler aktiv zu einem Wechsel überzeugen wollen. Kenne ich bei Real Madrid so nicht. Ja, wie gesagt, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ein José Mourinho ihm vielleicht sowas sagt, hör mal, ich rechne nicht mit dir, du wirst in der Saison 300 Minuten sammeln, du bist für mich in der Rangliste der Mittelfeldspieler noch unter einem Thiago Bitarch als Beispiel. Vielleicht ist das Beste für deine Zukunft, wenn du nochmal Nationalspieler werden willst, wenn du noch eine erfolgreiche Karriere willst, dass du woanders hingehst. Das könnte ich mir schon eher vorstellen. Aber dieses Pistole auf die Brust, so, du haust ab, sehe ich einfach nicht. So, egal, meine Meinung dazu, eure gerne in den Kommentaren. Aber jetzt kommen wir zum Thema der Stunde. Denn vorgestern habe ich euch den Artikel aus dem AS gezeigt von José Félix Díaz, wo er gesagt hat, Ulis ist sich seiner Zukunft nicht so sicher. Er möchte sich mit den Bayern-Verantwortlichen nach der WM treffen und sich über seine Zukunft unterhalten. Für mich das Normalste auf der Welt, denn nach der Saison, die er gespielt hat, und selbst wenn es darum nur geht, dass er ein besseres Gehalt geht, müssen die Agenten ihren Job machen. Doch gestern kam von der Bild eine neue Information. Lesen wir uns die zusammen einmal durch. Bayern-Star Olise reizt vor allem ein Club. Michael Olise denkt offenbar intensiv über seine Zukunft nach. Obwohl der Franzose bei Bayern noch bis 2029 unter Vertrag steht und aktuell bei der WM um die Trophäe der Trophäen kämpft, soll er sich laut Bildinformationen intensiv mit seiner sportlichen Perspektive beschäftigen. Also, die beziehen sich gleich auf den Artikel vom AS, weil viele Bayern-Fans haben jetzt in Twitter etc. geschrieben, ach Quatsch, Bayern zitiert nur den AS, aber hier steht ganz klar laut Bildinformationen. Jetzt zitieren die den AS. Nach Informationen der spanischen Zeitung AS hat der 24-Jährige den Rekordmeister um ein persönliches Gespräch gebeten. Dabei soll es um die Einschätzung seiner Rolle und seiner Zukunft beim Club gehen. Also das ist die Information vom AS. Jetzt wieder zur Information von der Bild. Real Madrid reizt Olise. Aus dem direkten Umfeld des Nationalspielers ist zu hören, dass Ulis mit dem Gewinn von Bundesliga und DFB-Pokal das Gefühl hat, in Deutschland bereits alles erreicht zu haben. Zudem soll er Zweifel haben, ob Bayern dauerhaft um den Champions-League-Titel spielen kann. Diese Informationen waren im AS so nicht zu finden. Das heißt, das sind die Informationen laut Bild. Und es geht noch weiter. Besonders ein Verein soll den Offensivstar reizen. Real Madrid. Auch innerhalb der französischen Nationalmannschaft sei ein möglicher Wechsel zuletzt immer wieder Thema gewesen. Ja, was meint die Bild damit, dass innerhalb der französischen Nationalmannschaft das die ganze Zeit ein Thema ist? Ja, dafür habe ich ein Video von El Chiringuito für euch. Hören wir uns das zusammen einmal an. Ich bin mit Frankreich zu den Spielen gereist und habe vor allem beim Training wichtige Leute aus dem französischen Team kennengelernt. Gestern Nachmittag wurde mir erzählt, dass Mbappé im Hintergrund hart arbeitet. Und das sage ich als Information. Er arbeitet hart daran, Olise zu überzeugen, Druck auf Bayern auszuüben, um zu Real Madrid zu wechseln. Nun, Olise will zu Real Madrid kommen, aber Mbappé arbeitet im Hintergrund. Innerhalb des Verbandes, beim Training, im Miteinander mit Olise, damit er Druck auf Bayern macht, um zu Real Madrid zu gehen. Das wurde mir gestern Nachmittag erzählt. Gestern Nachmittag hier, ja? Und er leistet diese Arbeit? Nun,
Mbappé hat gesagt, er würde liebend gerne mit Olise spielen. Das erzählt man mir von einer wichtigen Person von intern. Ja, ein Kylian Mbappé spielt den Agenten und geht Michael Olise auf den Sack. Er hört nicht auf, ihn versuchen zu überzeugen, du musst bei den Bayern aggressiv um einen Transfer wechseln. Denn eine Sache ist uns klar. Real Madrid und Bayern haben gerade noch eine Vereinsfreundschaft gemacht, wo die beide gesagt haben, hör mal, wir werden niemals einen Spieler von euch hinter eurem Rücken versuchen zu überzeugen. Wir werden immer mit offenen Karten spielen und erst zum Verein gehen. Und Bayern hat auch klar gemacht, wir wollen nicht verkaufen. Für kein Geld der Welt. Der Heiner, der Präsident, auch wenn der in Madrid war, hat ja klar gemacht, hör mal, Florentino, spar dir das Papier. Max Eberl hat gesagt, es gibt keine Ausstiegsklausel, wir verkaufen Olise nicht. Das heißt, es ist quasi unmöglich. Die einzige Möglichkeit, die ein Real Madrid sieht, die ein Florentino Perez sieht, und ja, auch ein Fabrizio Romano hat heute noch einmal bestätigt, der große Wunsch von Florentino Perez ist und bleibt Michael Olise. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn Michael Olise aktiv um einen Transfer bitten würde. Und das möchte er bis jetzt nicht. Ganz einfach, er hat Respekt vor den Bayern, die haben ihm eine Riesenchance gegeben, unter denen ist er zu diesem absoluten Weltstar geworden. Habe ich Verständnis dafür, dass er nicht zu Bayern gehen möchte und sagen, ey, hör mal, danke, man sieht sich. Nee, sowas macht man nicht. Aber genau daran arbeitet anscheinend ein Kylian Mbappé. Er versucht ihn zu überzeugen, hör mal, unsere Chemie, unsere Harmonie, wir würden die Welt zerschießen. Dazu haben wir noch einen Vinny, wir haben noch einen Bellingham, wir haben noch einen Arda Güler. Es ist unglaublich, was wir für eine Mannschaft haben. Und kommt doch nach Real Madrid. Bitte die Bayern doch um einen Transfer. Das ist eine einmalige Chance. Also, das sind die neuen Informationen. Gestern hat auch der Falk, der Moderator, der Journalist, der Bayerner Journalist gesagt, dass es bei Bayern langsam, dass sie ein bisschen nervös werden. Ein Zeichen von Olise in Richtung Bayern ist bis jetzt ausgeblieben. Mal schauen, was in dem Gespräch passiert. Ja, wie dem auch sei, diese Information wollte ich mit euch teilen. Information vom AS, Information vom Bild und Information von Chiringuito. Kylian Mbappé arbeitet an einem Transfer von Michael Olise. So, das war's aber jetzt wirklich für heute. Ich muss noch einiges machen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, unterstützt es mit einem Like, mit einem Follow, mit einem Hype. Wir sehen uns morgen wieder mit mehr Zeit. Also, bis dahin. À la Marie!